Hallo und ganz recht herzlich willkommen zu einem weiteren Teil zur Samsung Galaxy Watch 6 und Watch 6 Classic. Und auch wenn es hier 14:55 Uhr ist, soll es heute um das Thema Schlafmodus gehen. Denn ich habe für euch geschlafen, habe mir richtig Mühe gegeben, um zu testen, wie funktioniert der Schlafmodus auf der Samsung Galaxy Watch 6. Schauen wir uns aber zunächst mal an, was denn überhaupt alles möglich ist mit dem Schlafmodus. Also als allererstes könnt ihr ja Einstellungen vornehmen zum Schlafmodus und dazu geht ihr einmal in die Einstellungen auf der Uhr und dann in den Modus oder beziehungsweise in den Einstellungsteil für Samsung Health. Und dann habt ihr hier logischerweise Puls und Stress könnt ihr einstellen, aber ihr könnt auch hier den Blutsauerstoff beim Schlafen einstellen, ihr könnt die Schnarcherkennung einstellen und ihr könnt auch die Hauttemperatur im Schlaf einstellen. Standardmäßig ist das nicht alles aktiviert, deswegen guckt mal, was ihr so braucht. Die Schnarcherkennung könnt ihr auf dem Smartphone dann noch weiter konfigurieren, das zeige ich euch dann gleich nochmal. Da lässt sich nämlich hier nicht mehr groß was einstellen, weil das übernimmt die Uhr dann vom Smartphone. So, was kommt dann nachher raus? Rauskommt eine Übersicht, die so aussieht. Ich habe hier, wie gesagt, für euch geschlafen, ziemlich genau 8 Stunden oder 8 Stunden 15. Insgesamt hat die Uhr 8 Stunden 52, ich sag mal, Bettlägerigkeit erkannt. Hat aber auch gemerkt, dass ich nur knapp 8 Stunden davon geschlafen habe. Hier seht ihr noch so ein paar Details. Blutsauerstoff 21 Sekunden unter 90%, 32 Minuten geschnarcht, Hauttemperatur und die Durchgängigkeit kommt natürlich erst, wenn ihr mehrere Schlafprotokolle angelegt habt. Das war jetzt mein erstes für diesen kleinen Test hier. Und da werde ich in Zukunft natürlich noch mal ein bisschen weiter rumprobieren, um dann einfach auch da einen gewissen Eindruck zu bekommen. Aber ich glaube auch aus der Erfahrung von der Watch 5 Pro und von der Watch 4 kann man sagen, dass ich da schon einen gewissen Eindruck habe. Und was ganz wichtig ist, wenn ihr nachts mit der Uhr unterwegs seid, aktiviert den Schlafmodus, dann werdet ihr auch nicht gestört und das Display geht nicht ständig an. Ja, und dadurch, dass ihr den Schlafmodus aktiviert habt, verbraucht ihr natürlich auch weniger Energie, das Display geht nicht ständig an und so weiter und so fort. Ich bin gestern Abend mit knapp 97% ins Bett gegangen. Wir sehen hier am nächsten Morgen 87%, also knapp 10 Prozentpunkte kostet eine Nacht bei voll aktiviertem Schlaftracking, also alles inklusive mit Hauttemperatur und Co. Ja, das eigentlich Spannende ist aber tatsächlich nicht das, was ihr auf der Uhr seht, sondern das, was ihr nachher dann auf eurem Smartphone sehen könnt. Ich zeige euch jetzt zunächst mal nochmal, was bei der Schlaferkennung noch zu konfigurieren ist. Hier seht ihr alle Einstellungen nochmal und in der Schlaferkennung können wir hier in dem konkreten Fall jetzt tatsächlich noch weiter konfigurieren. Habt ihr gerade eben auf der Uhr gesehen, das hat nicht funktioniert, da kann man nichts weiter einstellen, aber halt eben hier dann auf dem Smartphone. So, jetzt gehen wir hier auch nochmal rein in die Schlafmessung bzw. in diesen Bericht zum Schlafen und seht ihr hier, dass wir hier noch deutlich mehr Details bekommen. Oben natürlich nur eine Schlafmessung bisher, na logisch. Unten seht ihr dann noch viel mehr Details und ihr könnt vor allen Dingen zu jeder einzelnen Position euch auch noch weitere Details aufrufen. Hier seht ihr dann speziell für die mentale Erholung, wie viel da in den Blöcken ist und so weiter und so fort. Ihr seht hier bei den Schlafphasen nochmal im Detail, wie das Ganze ist. Ihr seht hier beim Blutsauerstoff nochmal über die Zeit, wie der Blutsauerstoff gewesen ist und auch bei den sonstigen Komponenten könnt ihr nochmal in die Details reingehen, beim Schnarchen zum Beispiel, aber insbesondere auch bei der Hauttemperatur, wo man dann nochmal Details sehen kann, die man halt eben auf der Uhr nicht erkennen kann. Und da gehen wir hier auch nochmal rein, um das zu zeigen. Und hier seht ihr jetzt auch, man kann hier die Hauttemperatur über den gesamten Verlauf sehen. Ja, ich persönlich weiß nicht ganz genau, wofür es ist, aber ich muss mich da vielleicht einfach nochmal schlau machen. Also aus meiner Sicht ist das schon sehr umfangreich, was Samsung hier an Details bietet. Jetzt gucken wir es uns aber mal im Vergleich an. Ja, und Vergleich bedeutet in dem Zusammenhang, wir vergleichen zwischen Samsung Health auf der einen Seite und auf der anderen Seite zwischen der WeThings Sleep. Das ist das kleine Ding, was ich bei mir unter der Matratze habe, was auch den Schlaf trackt und aufzeichnet. Und da gucken wir uns jetzt mal die vergleichbaren Dinge an und wir gehen zunächst mal ins Schnarchen rein. Da sehen wir, dass das beinahe identisch ist. Ein bisschen mehr Schnarcherkennung um 5 Uhr bei der Watch und ein bisschen weniger im Bereich der WeThings Sleep. Und bei den Schlafphasen sehen wir, dass durchaus da an der einen oder anderen Stelle ein paar Differenzen sind. Wer sich das nochmal im Detail angucken will, der drückt jetzt mal auf Pause. Aber da sehen wir schon, dass es da leichte Unterschiede gibt, auch wenn die Darstellung der Schlafphasen quasi gedreht ist zwischen den beiden Komponenten. Ja, egal ob auf der Uhr oder auch bei der WeThings Sleep,
Aus meiner Sicht bei beiden Komponenten ist es so, dass es eine tolle Information ist und man da auch viel draus vielleicht ablesen kann und so weiter und so fort. Aber es ist halt aus meiner Sicht kein medizinisches Produkt, zumindest denke ich das. Insofern muss man da immer mit ein bisschen Gestaltungsspielraum auch rechnen und auch Unterschiede in der Erkennung und auch zwischen den Nächten sind Unterschiede durchaus vorhanden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es seht. Danke euch fürs Zusehen. Alexa, Kamera aus. Okay.